Ich zeige euch heute, wie man bei der BMW F800 GS die Lenkkopflager wechselt. Bei meinem Motorrad hat das Lenkkopflager in der Mitte schon einen kleinen Rastpunkt und das ist dann das Zeichen dafür, dass die Lenkkopflager gewechselt werden müssen. Das passiert so meistens nach 60.000 Kilometern. Leider habe ich dafür heute nicht die Möglichkeit. Das darfst du dann machen. So, Ellie hat jetzt alles abgebaut. Jetzt ist die ganze Maschine vorbereitet. Gabel ist raus, Lenker ist ab. Und im Endeffekt ist jetzt nur noch die Gabelbrücke übrig. Um jetzt wirklich an die Lenkkopflager ranzukommen, muss erstmal diese BMW-Kappe runter. Da versteckt sich nämlich eine Schraube drunter. Doch bevor wir die lösen, muss erst an der Seite eine Spannschraube gelöst werden. So, und jetzt greifst du dir den Inbus, der auch für den Ölwechsel genommen werden kann. Dann setzt ihn auf die Ratsche auf und dann kommt diese Schraube dort raus. Darüber stellt man dann auch die Spannung aufs Lenkkopflager ein. Einmal komplett raus. Da ist auch ein Dichtungsring mit bei, genau. Das legen wir erstmal alles beiseite. Und dann kannst du oben den Kopf abziehen. Einfach greifen und ziehen, genau. Unter dem ganzen Dreck auch, dort sitzt das Lager. Genau. Das ist richtig. Das ist schon die Abdeckung vom Lager. Perfekt. Hier ist nämlich einmal das Lager. Dann ist hier noch die Lagerschale. Und hier ist das zweite Lager. Das obere ist das nämlich. So, und jetzt kommt eigentlich der ganz harte Part. Und zwar muss hier diese Lagerschale auf der Oberseite und auf der Unterseite raus. Wenn man hier genau reinguckt für die untere Schale, dort gibt es quasi zwei Kanten. Dann greift sich also jetzt den Schraubenzieher oder einen Meißel. Mit dem Schraubenzieher hat es bisher am besten geklappt. Und man setzt an der unteren Kante an. Ich hoffe, man sieht es. Wenn wir die Lagerschale raus haben, kann ich nochmal zeigen, warum. Man sieht zwei Kanten und die untere Kante ist es. Da kommt's. Da ist die Lagerschale. Also das Lager und die Lagerschale, die sind halt konisch geformt. Und in der Lagerschale selbst sieht man auch diese kleinen Riefen mit drin. Und die sind dafür verantwortlich, dass beim Lenken dieser Rastpunkt entsteht. Man fühlt es auch, wenn man die beiden wieder übereinander setzt und mit etwas Kraft zusammenpresst und dabei dreht. Lagerschale mit Lager Nummer 1 ist raus. Man sieht jetzt hier auch nochmal, es gibt innen drin nämlich eine Kante, an der das Lager anliegt. Und das Lager selber ist ein Stückchen größer. Und deswegen habe ich gesagt, die untere Kante muss definitiv genommen werden. Und ja, die benutzen wir jetzt zum Rausmeißeln. Und sonst schlägt man nur die ganze Zeit auf den Rahmen hier ein. Und das gleiche machen wir jetzt dort oben auch nochmal. Die letzte Lagerschale ist endlich raus. Da ist sie. Ja, jetzt fehlt nur noch ein Lager, was entfernt werden muss. Und zwar dieses. Und dafür bauen wir uns gleich mal was Spezielles zurecht. Und zwar, um dieses Lager jetzt runterzubekommen, nimmt man sich einfach zwei Holzklötze, legt dort dann die Gabelbrücke auf, sodass natürlich das untere Ende in der Luft hängt. Dann gibt es hier oben links und rechts zwei kleine Löcher, passt exakt dieser 4 mm Dolch rein. Und wenn man jetzt das Ganze schön vorgewärmt hat, kann man von dort aus das Lager Stück für Stück rausklopfen. Das Lager gelöst und es passt ganz gerade über diese Öffnung dort oben rüber. Ja, perfekt. Da ist das letzte Lager. Dann gibt es noch diese kleine Kappe hier, die natürlich hier zwei Abdrücke von unserem Meißel hat durch das Herausklopfen des alten Lagers. Das müssen wir natürlich jetzt gleich wieder begradigen und dafür gehen wir mal zum Schraubstock. Hier im Schraubstock haben wir jetzt schon einen Meißel eingespannt, der einfach nur als Oberfläche dient, denn dort können wir jetzt die Kappe perfekt drauf ablegen und mit einem zweiten dünneren Meißel kann man jetzt von oben dann diese Delle herausschlagen.
Jetzt nehmen wir uns schon mal das neue Lager. Und du brauchst jetzt wirklich nur das Lager selbst ohne Schale. Das kommt dann so rauf, aber wir schieben es jetzt noch nicht rauf, denn wir werden es erstmal vorwärmen. So, jetzt ist das Lager vorgewärmt. Upp, rutscht gleich perfekt. Schön ausrichten. Oh, und sieh mal eine an. Wir haben es sogar schon so auf Temperatur gebracht, dass das Lager relativ gut sitzt. Um jetzt die neuen Lagerschalen einzutreiben, muss das Ganze wieder vorgewärmt werden, damit sich der Rahmen ausdehnt. Und dann legt man das Ganze in der richtigen Position an und nutzt dann die alte Lagerschale, um damit das neue Lager einzutreiben. So, Ellie möchte erstmal mit dem unteren Lager beginnen oder mit der unteren Lagerschale. Das ist auf jeden Fall die schwierigere Seite. Aber dann hat man es hinter sich. Die untere Lagerschale sitzt jetzt. Man sieht es daran, dass die Lagerschale ein bisschen tiefer sitzt als der Rahmen. Dort gibt es quasi diese kleine Kante. Und jetzt geht es weiter mit der oberen Lagerschale. So, und das zweite Lager sitzt jetzt auch. Als nächstes wird jetzt erstmal das Lager richtig schön eingefettet. Lager Nummer 1 ist gefettet, Lager Nummer 2 auch schon. Also sehr, sehr empfehlenswert, hier dann Handschuhe zu tragen, wenn man das Ganze einfettet. Das Lager nehmen wir mal gleich und setzen das oben ein. So. Jetzt geht's los, dass wir das Ganze wieder zusammensetzen und die Lager an den richtigen Platz bringen. Da greifen wir uns als erstes dieses Stück hier. Und wir machen das so, dadurch, dass ich jetzt nur eine Hand habe, muss die Kamera da hinten stehen und filmen. Ich kann leider keine Nahaufnahme machen. Und ich schiebe das Ganze jetzt von hier unten durch. Und du musst von oben schauen, dass ich durchs Lager durchschiebe. Du musst nämlich erst am Lager ankommen. Und dann kannst du oben die Gabelbrücke aufsetzen. Bei der Schraube darauf achten, da gibt es eine Unterlegscheibe oder einen Dichtring mit dazu. Den bloß nicht vergessen. Diese Schraube hier oben, die haben wir jetzt nur handfest gezogen. Somit ist also alles beweglich, die untere Gabelbrücke von der oberen. Und bevor es jetzt erstmal weitergeht, bringen wir den Lenker wieder auf die Gabelbrücke auf. Und danach kommen dann die Gabelhäume durchgeschoben. Und dann können wir auch erst diese Schraube da oben passend einstellen. So, die Gabelrohre sind jetzt oberhalb festgezogen. Unterhalb müssen die halt wirklich noch lose bleiben, denn jetzt stellen wir das Lenkkopflager ein. So, jetzt merke ich erstmal, ja, es geht noch schön leichtgängig. Die Schraube ist auch sehr, sehr leichtgängig, das heißt, da ist noch viel Luft. Jetzt merke ich ein bisschen Widerstand an der Schraube, ziehe ganz leicht fester und spüre einmal. So, jetzt ist das Lenkkopflager erstmal eingestellt. Es muss aber regelmäßig, gerade nach dem frischen Einbau, nachgestellt werden. Bei dem ersten Mal nach 100 Kilometern, dann nach 500 Kilometern und dann nach 1000 Kilometern. Und es wird generell so ein bisschen empfohlen, dass man das vielleicht mal alle 10.000 oder 20.000 Kilometer, also einfach bei einem Service einmal überprüft und schaut, ob man es nochmal nachstellen muss. Aber immer dran denken, dass die untere Gabelbrücke dafür gelöst werden muss. Natürlich alles wieder gut fetten, die Achse ist auch gut gefettet. 40, 50. Alles so breezy hier. Wie viel nochmal? Ich hab's vergessen. Du weißt ja eh nicht, wie viel es ist.